wir, Susanne und Jan, wollen raus aus Europa und rein ins Abenteuer Afrika. Nachdem wir Marokko und die Westsahara hinter uns gelassen haben, sind wir nach einem chaotischen Grenzübertritt in Mauretanien angekommen. Hey, hi! Hi, how are you? Please come. Wir durften die Einheimischen kennenlernen und haben die Herausforderungen in Mauretanien miterlebt. So, wir fahren entlang der Zuglinie. Ja, wie toll, das erste Mal im Sand fahren. Also es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Abfall verbrenne. Wow, diese Aussicht, richtig krass. Der Grenzzoll Mauretaniens ist ziemlich chaotisch. Wir haben direkt vor dem ersten Grenzgebäude geparkt und schon waren wir von sogenannten Fixern umzingelt, die einem unbedingt beim Grenzübertritt helfen wollen. Wir haben uns einfach selbst durchgefragt. Hat easy funktioniert. Im ersten Gebäude rechts haben sie unsere Pässe kontrolliert. Dann ging es ins Gebäude links davon. Er hat auch nochmal irgendetwas kontrolliert und in sein PC eingetippt. Danach haben wir unser Auto 5 Meter vorwärts bewegt und unsere Hunde mussten aussteigen. Mit großem Staunen überall. Ich glaube, dadurch ging es mit ihrem eigenen Spürhund auch so schnell und innerhalb einer Minute konnten wir zum nächsten Posten fahren. Beim nächsten Parkplatz haben wir unser Auto offiziell importiert für 100 Dirham. Dafür bekamen wir ein A4-Papier mit Stempel und auch in meinem Pass wurde das Auto eingetragen. Und schon ging es zum nächsten Polizeiposten. Das Auto musste zwingend davor abgestellt werden, warum auch immer. Im Polizeigebäude wurde im Büro auf der linken Seite ein Zettel ausgefüllt, mit dem wir wieder vorlaufen mussten zu einem Gebäude für das offizielle Visa. Dort haben sie Fotos und Fingerabdrücke gemacht und wir durften 1200 Dirham für uns beide bezahlen. Mit einem Kleber als Visa im Reisepass durften wir wieder zum Polizeigebäude zurücklaufen. Wir gingen wieder ins linke Büro, es gab noch ein paar PC-Einträge und glaube auch Stempel. Danach schickte man uns ins gegenüberliegende Büro, wo alles noch einmal eingescannt wurde. Danach waren wir erstaunlicherweise fast fertig. Wir konnten ins Auto einsteigen und wurden noch 2-mal an Schranken angehalten, um alles nochmals kontrollieren zu lassen. Es verlief alles freundlich, man braucht einfach etwas Geduld. Wir haben es geschafft. Wir sind durch die Grenze von Mauretanien. Es war chaotisch, man wurde überall hingeführt, aber wir haben es geschafft. Nach der langen Prozedur waren wir froh, nur noch einen kurzen Weg zum nächsten Schlafplatz zu haben. Und wir werden morgen erstmal probieren, unser Auto wieder zu flicken, das Dach, damit wir auch in Zukunft das Auto zum Übernachten nutzen können. Weil das Land ist so schön, da wollen wir unbedingt länger bleiben. Neues Land, neue Straßenverkehrsregeln. In der Stadt füllen wir erstmal wieder unseren Kühlschrank auf. Tag 3 in Mauretanien. Wir wollen durch die Wüste fahren, anstatt die normale Straße zu nehmen. Alles der Bahnlinie entlang. Und wir haben zwar keine Ahnung, wo es durchgeht. Wir müssen jetzt in den nächsten 5 Kilometer mal schauen. Vielleicht gibt es irgendeinen Pfad in die Wüste. So, wir fahren das erste Mal so richtig auf Sand. Aber ich denke, wir lassen ein bisschen Luft ab. Nicht zu viel, weil es kommen dann wieder härtere Stücke, Abschnitte. Aber ich denke, so ein bisschen lassen wir jetzt ab. Ne? Jetzt
haben wir es doch mit der Hilfe von den Einheimischen geschafft, aus diesem Sand rauszukommen in der Wüste. Sie haben netterweise angehalten, als sie gesehen haben, dass wir festgesteckt haben. Einer ist gerade ausgestiegen und hat sich in unser Auto gesetzt, hat die richtigen Einstellungen für uns gemacht im Defender und hat uns erstmal gezeigt, wie easy es doch ist, hier in der Wüste mit unserem Auto zu fahren, wenn man es kann. Circa 340 Kilometer an Wüste haben wir vor uns. Und mittendrin fährt der zweitlängste Zug der Welt und transportiert das wirtschaftlich so wichtige Eisenerz. So, nach diesem heißen Tag haben wir hinter einer Düne einen schönen Ort gefunden zum Schlafen. Und wir haben eine tolle Zwischenlösung für unser defektes Hubdach gefunden. Diese Holzlatte liegt hier auf Metall und oben ist sie schön eingeklemmt. Und die stützt jetzt mal die linke Seite und ersetzt sozusagen den defekten Dämpfer. Als Vorsichtsmaßnahme noch hier ein Holzstück, falls das Dach trotz allem runterkommen sollte, und auf der anderen Seite auch nochmal. Die lieben Leute vom Support von diesem Hubdach, die sind jetzt dran, um eine Lösung zu finden. Und dann wird sehr wahrscheinlich werden die Teile via Express nach Mauretanien geschickt. Mauretanien ist wunderschön, aber mega heiß. Nochmal um einiges heißer als in Marokko. Das merken auch unsere Hunde. Die sind völlig fertig in der Wüste. Ja, da müssen wir noch ein bisschen mehr drauf achten, dass sie auch mitmögen. Wow, diese Aussicht, richtig krass. Und vor allem diese Ruhe. Ruhe und Weite der Wüste haben wir alle vier sehr genossen. James und Dana sind vor allem am Morgen und am Abend aktiv. Tagsüber hängen sie lieber und schlafen. So, wir fahren entlang der Zuglinie. Überall Sand, auf weichem Sand. Wir haben jetzt alles auf Untersetzung und Reifendruck 1,4 Bar. Funktioniert soweit. Ja, wir schauen mal. Das erste Mal fahren durch die Wüste ist aufregend. So manches Mal auch etwas mit Herzklopfen. Learning by doing. Und wir sind nicht einmal stecken geblieben. Wir haben das noch nie gemacht. Wir sind am Lernen. Und ich sage immer, man lernt es nur so. Viele würden jetzt vielleicht sagen, oh nee, geht noch zu zweit oder was auch immer.
Wir haben jetzt halt diese Option nicht. Wir fahren jetzt alleine hier durch. Bis jetzt funktioniert's. Wir haben uns eindecken können hier am Bahnhof, und zwar mit einer Coke und einem Apfelsaft und noch eine Flasche Wasser und glaube ich noch Mangosaft. Ja, und die Leute hier waren so nett. Was aber aufgefallen ist, es kamen Kinder, haben nach Geschenken gefragt. Und die Erwachsenen haben dann gesagt, hey, ignoriert sie. Das Problem sind andere Touristen, also andere Ausländer, welche den Kindern dann immer Geld geben oder so. Und die fördern das dann, weil ja, die Kinder hier verhungern nicht. Sie haben genügend Wasser, sie haben genügend Essen. Und man sollte einfach mal aufhören mit dieser ganzen Spenderei hier so. Und ja, die Erwachsenen, die haben uns gesagt, wir sollen sie ignorieren. Leider gibt es auch hier das Abfallproblem. Auch in Mauretanien gibt es kein funktionierendes Abfallsystem. In der Wüste natürlich noch einmal weniger. Daher haben wir uns angepasst und unseren Abfall verbrannt. Mit sehr gemischten Gefühlen. Also, James macht schon die Vorarbeit. Wir werden jetzt nämlich unseren Abfall verbrennen. Es braucht ein funktionierendes Recycling-System, damit das Bewusstsein für die Umwelt auch einfach umzusetzen ist. In der Schweiz hat es mindestens alle 10 Meter einen Abfallkübel, der mindestens einmal pro Woche geleert wird und dann recycelt wird. Diese einfache Handhabe gibt es hier leider nicht. Hier kann man nur mit dem arbeiten, was einem zur Verfügung steht. Und das heißt verbrennen. Es gibt hier nichts. Und ich denke, es macht es auch nicht besser, wenn wir es irgendwo in der Stadt entsorgen und die es dann in die Wüste kann und dann verbrennen oder vergraben. Nicht, dass ihr uns jetzt hier falsch versteht, aber wir diskutieren in Europa vor allem immer über Verbrennerverbot und dies und das. Aber was eigentlich wichtig wäre, ist, dass man einfach mal auf der ganzen Welt einen Standard setzen kann für die Abfallentsorgung, um einfach mal alle Länder auf denselben Stand zu bringen, damit man genau solche Scheiße nicht machen muss. Nach 3 Tagen in der Wüste pumpen wir unsere Reifen wieder auf und säubern den Filter vom Motor. So sind wir wieder für normale Straßen gerüstet. Mauretanien zeigt sich nicht nur mit der Wüste, sondern auch weitere beeindruckende Landschaften. Beim Friseurbesuch lernt Jan Scheik kennen. My name is Sheikh, so I am from Mauritania. It's a country who is very different Arab countries or different African countries because it's the only country in Africa that mixes between Arabs and Africans. Well, I mean by the African, the black brothers. So it's a very different culture here in Mauritania. It's a very beautiful country, an Islamic country for like 95% of people are Muslim here. I have good tips for any traveler who come from Europe to Africa, not only in Mauritania.
So when you go, like for example, to Morocco or to any other countries, sorry for my other brothers, I love you, but stop scamming Europeans. So whenever they give you a price, just divide it by 3. And when they don't want to make the price less, you just leave. If they try to catch you, that means that you can still negotiate with them. And if they just want you to leave, so don't worry, go to another shop or another man, ask him for a second price and he will give to you. Nach dem Interview lädt er uns zu sich und seiner Familie zum Essen ein. Hey, hi! Hi, how are you? Please come. Wir sind von der Gastfreundschaft schier überwältigt. Thank you. We're still young, we don't have a big family, a bigger family. So when the family is bigger, so you have already hired people for your kitchen, and they are making the food for the whole family, for the lunch, for the dinner. Even though they are not at home, but whenever someone of them come home, they find food already. So the whole family lives in the same house? It Or- depends. Most of Mauritanians, they all live under the same house. It's just a cultural way. Yeah. So, like for example, us, we have lived with my mother because she was alone at home. But when her husband came by, he wasn't here in Mauritania, so he was outside. When he came back, we moved out. So it depends. We could stay with her. It depends, but we wanted to be more alone. Yeah. So most of families, we spent 2 years with my mother, and most of Mauritanians family, Arab families and non-Arab families also, they have the same traditions. So when it comes to the children, they don't kick them out of the house until they want by themselves. If they want to go outside and have their own apartment or building their own house, they can do. Das Essen war wirklich toll. Zum Abschluss gab es sogar noch Dessert. Und ein traditionelles Geschenk für mich als Frau. Ein tolles Erlebnis mit der Familie. He looks good. Und schon geht es wieder weiter durch einen Nationalpark mit Krokodilen, Warzenschweinen, Pelikanen und noch viel mehr. Es gibt so viel zu sehen, da ist selbst Dana neugierig. Wir stehen jetzt an der Grenze Mauretanien-Senegal, auf der mauretanischen Seite. Stromausfall, heißt wir dürfen jetzt warten. Es hieß mal 10 bis 20 Minuten, aber wie das so ist in Afrika, geht es halt dann eine Stunde oder noch länger. Es wäre schön, wenn wir die Überquerung heute Abend noch machen könnten, weil sonst wird es anstrengend.